Heute möchte ich mal gerne ein bisschen über die sogenannten Abnehmgene reden. Es gibt sie tatsächlich und das ist jetzt ein Video in meiner Serie, warum deine Gene wichtig sind, weil ich versuche auch so ein bisschen hier zu motivieren, dass es in der Tat eine gute Sache ist, wenn man weiß, wie bestimmte Gene bei einem funktionieren. Und diese Abnehmgene, die sind halt insbesondere wichtig, wenn man jetzt mit Ernährung und Sport schauen will, was macht man denn da am besten? Was sollte man essen? Was sollte man weniger essen? Sollte man viel Sport machen, weniger Sport und so weiter? Das hängt da alles mit dran. Und darum ist es ganz wichtig, wenn man die kennt. Ich will jetzt einfach mal ein paar Beispiele hier in dem kurzen Video zeigen, dass man mal sieht, was ich damit meine. Ne? Da fangen wir mal an. Es gibt also tatsächlich ein Übergewichtsgen, so nenne ich das FTO-Gen. Auch hier ist es jetzt wieder wichtig, dass man sich da nicht zu viele Gedanken macht und sich diese ganzen kryptischen Abkürzungen da merkt. Wenn man mal so eine DNA-Analyse macht und da gibt es verschiedene Anbieter mit verschiedenen Berichten, wie das ausgewertet wird. Aber irgendwann, wenn man da mal reingeht und guckt sich dann mal diese Sportgene an, Ernährungsgene an, dann in der Regel findet man dieses FTO-Gen. Und dann ist es so, wenn so ein Gen praktisch eine Variation hat, ne, muss ich das vorstellen wie bei so einem Softwareprogramm. Und wenn dann da 1, 2 Bytes oder Buchstaben einfach vertauscht sind, dann haben wir eine kleine Variation. Auf Englisch nennt man das auch einen SNP oder SNP, die Abkürzung hast du vielleicht schon mal gesehen. Dann bedeutet das, dass dieses Gen jetzt anders abgearbeitet wird, dass ein anderes Ergebnis entsteht. Und jetzt hier bei diesem FTO-Gen, da hat man tatsächlich in vielen Studien gesehen, dass da eine Korrelation ist mit dem Gewicht und mit, ja, gerade mit Übergewicht. Und daher, hier geht es auch gerade hier um diese Appetitregulierung, Energieverbrauch davon und so weiter. Das bedeutet, Menschen, die hier so eine Variation haben, könnten in dem Sinne schneller Gewicht zunehmen und andere, die es halt nicht haben, die können dasselbe essen, nehmen vielleicht dann gar nichts zu. Ne? Und deshalb ist das ein interessantes Gen, dass man das kennt. Wenn man Glück hat und hat da jetzt keine Variation drin, dann ist das schon mal ein guter Start. Ne? Schauen wir uns mal das andere an. Noch ein kryptischer Name hier, ADRB2. Ich nenne es einfach mal Jojo-Effekt-Gen. Und hier geht es auch wieder darum, um Fettverbrennung, um Fettstoffwechsel und auch hier geht es auch um die Ausschüttung tatsächlich hier von Insulin. Und wenn jetzt zum Beispiel dieses Gen, dieses ADRB2-Gen, vielleicht so eine Variation hat, wenn man diese hat, dann ist es schwieriger, wenn man jetzt trainiert, wenn man Sport macht, dass man diese Fettreserven wieder flüssig macht und mobilisiert. Ne? Das bedeutet, wenn jetzt jemand abnehmen möchte und hat jetzt die Idee, viel Sport zu treiben, hat aber hier eine Variation drin, naja, dann ist das vielleicht nicht ganz so effektiv, das über Sport anzugehen. Sicherlich ist Sport gut, das sage ich jetzt nicht. Aber ich sage, hier hilft in dem Fall, wenn man das jetzt weiß, dass man da eine Variation hat, geht man vielleicht eher auf eine kalorien- oder kohlenhydratnahme Ernährung, um Gewicht abzubauen. Und man sieht zu all den Sachen, die ich hier rede, das denke ich mir jetzt nicht irgendwo aus. Ich bin Wissenschaftler, wer meine Geschichte vielleicht kennt, gerne mal lesen auf meiner Webseite epigenetikpraxis.de. Ich komme ursprünglich aus der Informatik und bin dann nach und nach immer tiefer in diese Themen hier mit Biohacking, mit Epigenetik, mit funktioneller Medizin, Mitochondrien, Zellstoffwechsel eingetaucht, weil mich das halt fasziniert und in der Regel schaue ich mir gerne bei so Sachen Studien an, um dann auch zu sehen, sind die Sachen klinisch relevant, bringt das was? Und das gibt einem dann schon mal ein Gefühl darüber, wie valide jetzt zum Beispiel oder der Effekt hier gerade von diesem Gen ist. Ne? Also da gibt es jede Menge Studien zu. Noch ein anderes Gen wollte ich noch mal kurz erwähnen, das ApoA2 Fetttransportgen. Das hängt auch wieder stark, wenn man hier jetzt eine Variation hat
und ernährt sich fettreich, zum Beispiel mit vielen gesättigten Fettsäuren, dann könnte höhere BMI, Fettleibigkeit und so weiter damit im Spiel stehen. Ne? Und gibt da ein gutes Beispiel, viele Leute, die hören heutzutage, ja, da ist ja diese ketogene Diät, das hört sich gut an und da ist ja viel Fett drin, ne? Und alles bunt gemischt. Wenn jetzt jemand ketogene Ernährung macht und tut wirklich viel von diesen gesättigten Fetten auch noch da rein mitschmeißen und hat dann diese Variation, das ist vielleicht dann auch nicht so eine schlaue Sache. Daher ist es ganz gut zu wissen, wie habe ich da eine Variation drin, ne? Und hier, gerade hier bei dem, da haben wir auch das Thema jetzt auch Triglyceride, dass die vielleicht erhöht sind. Ne? Das gibt dann auch eine Richtung an, wenn man so Gene kennt, welche Blutwerte sollte man sich da mal anschauen, um zu sehen, was da gerade passiert. Gut, das waren jetzt mal ein paar Beispiele. Einfach mal, da gibt es mehr. Also da gibt es ungefähr locker 10, 15, 20 von diesen verschiedenen. Nur, dass man hier mal ein bisschen Überblick hat. Und ich sage immer, wichtig ist hier the big picture. Wo wollen wir da drauf gucken? Und die große Frage ist, wenn man sich diese ganzen Gene anschaut, von der Ernährung her, was bedeutet das für mich? Welche Art von Ernährung ist jetzt für mich vorteilhaft? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist immer, welche Sportarten oder welcher Ansatz für Sport und welchen Umfang macht für mich Sinn. Ne? Und dann kommt es natürlich auf die Ziele drauf an. Will ich Muskel aufbauen? Will ich Gewicht verlieren? Und so weiter. Wenn man das gemacht hat, und da sich so ein bisschen jetzt Ziele gesetzt hat, was man möchte, schaut man sich dann halt mal diese Gene alle mal an. Da ist es natürlich wieder sinnvoll, dass man da jemand an der Hand hat, der sich damit auskennt. Das ist einfach so. Also ich sag's mal so, die DNA-Reports, die man heute kriegt, die sind ja zum Teil schon recht benutzerfreundlich gemacht. Aber da wirklich dann was rauszuholen, braucht man schon jemanden, der sich damit auskennt, und da empfiehlt es sich dann immer zu schauen, auch beim Anbieter, bieten die eine Consultation, also so eine Beratung an, dann sollte man die mitnehmen. Ja, logischerweise, das ist natürlich auch, was ich mache. Ich habe da Programme für, wie man in die Themen reingehen kann, aber das siehst du auf meiner Homepage. Therapeutische Überlegungen, wenn du jetzt zum Beispiel Therapeut bist und hast jetzt einen Patienten oder Klienten, was sind so die Takeaways hier bei der Sache? Und ich sage hier immer, kenne deine Gene, das ist mein Spruch, da bin ich schon lang dran, wo ich immer sage, das muss doch heutzutage eigentlich mittlerweile mal die Norm werden, ist es leider noch nicht, dass man sich auch mal die Genetik anschaut, nicht nur Blutwerte, denn nur wenn man den Bauplan kennt, kann man wirklich sinnvoll hier eine Strategie entwickeln, die auch nachhaltig ist, ne? Alles andere ist Glück. Ja, klar, ich kann mir die Gene jetzt, wenn ich da jetzt nicht reingehe, von mir aus, kann ich natürlich auch Ergebnisse erzielen. Ne? Ich kann eine Diät zusammenstellen mit viel Sport und kalorienarm, kohlenhydratarm und so weiter. Das funktioniert, aber da ist auch wieder das Risiko dabei, wenn ich die Gene nicht kenne, dass das wieder alles zurückfällt. Ne? Und in diesen DNA-Befunden werden diese Gene in der Regel in verschiedene Bereiche unterteilt. Da geht es um Fettaufnahme, Fettstoffwechsel, es geht um die Energie, da geht es um Empfindlichkeit mit Kohlenhydraten, Energieaufnahme, davon die Regulation, Essverhalten und so weiter, auch die Typen von Sport. Und da ist es halt wichtig, dass man sich hier nicht jetzt in einem Gen jetzt hier verfängt, ne, zum Beispiel eben dieses FTO-Gen, sondern man guckt sich mal alles an und guckt mal, wie das alles zusammenhängt. Und jemand, der Erfahrung hat und sieht das Gesamtbild, kann dann auch dementsprechend eine gute Therapie oder ein gutes Protokoll entwickeln. Ne? Und wenn man das macht, das Coole dabei ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, hat man auch sehr schnell dann gute Ergebnisse. Ne? Ich biete selbst hier so ein Paket an. Ich wollte es der Vollständigkeit hier auf jeden Fall mal erwähnt haben. Wer sich für sowas interessiert,
Da kann man systematisch damit durchgehen. Ich biete da auch Weiterbildungen an, also für jeden, der da wirklich tiefer einsteigen will, vielleicht Therapeut ist oder Arzt oder Heilpraktiker oder Coach. Ne? Ich habe so viel Zeit hier reingesteckt in den letzten 10, 15 Jahren. Das heißt, ich bin da sehr, sehr tief drin und jemand kann dann von diesem Wissen profitieren. Unabhängig davon, ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen geholfen, mal zu verstehen, warum es wichtig ist, deine Gene zu kennen, dass die Themen jetzt Ernährung und Sport, dass es da tatsächlich alle möglichen Gene für gibt und es sinnvoll ist, dass man die kennt, dass man sich die anschaut und dann kann man damit einiges bewirken. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne hier meinen Kanal abonnieren oder auch gerne mit Freunden teilen. Danke dir.